Dein Reich komme, Reich Gottes, breche herein in unseren Alltag meines Lebens, der Vineyard Berlin, der Vineyards in Deutschland, Österreich und der Schweiz und darüber hinaus. Heute ein eher schwieriges Thema vielleicht. Ich habe mir Gedanken gemacht, wenn ich der Teufel wäre, was würde ich tun? Und ich bin dankbar, dass das sehr hypothetisch ist. Und trotzdem, ich möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weshalb? Ich erlebe zum Beispiel, je stärker ich mich engagiere für die Ökumene und Einheit unter Christen, desto mehr kommen Herausforderungen in der Vineyard-Bewegung Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich merke, je mehr sich Bases engagieren und von Gott hören, desto mehr bietet ein Leitungsteam einer Vineyard Berlin oder einer Base eine Angriffsfläche. Es scheint immer so eine Spannung zu sein zwischen Gottes Führung, Erfüllung seiner Verheißungen und Spannungen, in denen wir leben. Und ich merke, dass das nicht nur in meinem Lebensumfeld der Fall ist, sondern an vielen Orten. Natürlich kenne ich Zeiten, wo während Jahren nie ein Problem aufmuckt. Aber ich kenne auch Zeiten, wo diese Spannung vorhanden ist. Deshalb die Frage, wenn ich der Teufel wäre, was würde ich zu tun versuchen? Im 2. Korintherbrief, Verse 10 und 11 steht, wem mir aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es ihm um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Und jetzt kommt ein Schlüssel. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Also man darf durchaus darüber sprechen, welche sind die Absichten des Feindes Gottes. Betrachten wir mal die politische Situation in Großbritannien, Brexit. Mal abgesehen davon, ob man für oder gegen Brexit ist, also dieses Land ist verwirrt. Zutiefst gespalten und verwirrt. Oder schauen wir nach USA. Diese Präsidentschaft, man kann dafür oder dagegen sein. Da ist Verwirrung im Land, Trennung, Spaltung. Oder ich denke an Deutschland mit der AfD. Man kann für die AfD, dagegen sein, aber etwas, was für uns alle sichtbar ist, da ist ein Durcheinander. Ein richtiges Durcheinander. Und noch einmal, wir können die Gründe für das Durcheinander überall sehen. Was wir aber sagen können, ist, das griechische Wort Diabolos, Teufel, Satan, Diabolos, bedeutet Durcheinander bringen. Also überall dort, wo Dinge durcheinander gebracht werden, können wir davon ausgehen, dass es auch, vielleicht nicht nur, aber auch mit dem Interesse und dem Wirken des Feindes Gottes zu tun hat. Wie reagieren? Wie reagieren, wenn du in Spannungen in deiner Base, in deiner Gemeinde, in der Bewegung, an deinem Arbeitsplatz merkst, da geschehen Dinge, die nicht mehr vernünftig erklärbar sind, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Du fühlst dich ungerecht behandelt oder wirst selbst zu einem Stein der Ungerechtigkeit. Und da habe ich gemerkt, es gibt 4 Fragen, die wir stellen können. Frage Nummer 1. Inmitten meiner Herausforderungen, des Zerwürfnisses oder des Konfliktes, welches ist göttliche Perspektive? Und das ist für mich so der Ausgangspunkt. Was möchtest du? Welche sind deine Gedanken, Jesus? Zweitens, oder was möchte Gott uns in dieser Situation sagen? Ja? Genauso, also gibt es etwas, was ich nicht gehört habe? Zweitens, welches ist die wiedergöttliche Perspektive? Was möchte der Feind von Gott erreichen? Zerwürfnis, Spaltung, Trennung, kein Verstehen, Durcheinander sein. Nummer 3, welcher Teil der Herausforderung ist der menschlichen Persönlichkeit oder menschlicher Schwäche zuzurechnen? Weil da können wir dann auch reagieren. Und D, wie sind die Umstände, in denen die Sache
geschieht. Wie auch immer wir anhand dieser 4 Fragen, ja, was ist Gottes Perspektive, des Feindes Perspektive, menschliche Persönlichkeiten, Schwachheit und Umstände, wie auch immer wir eine solche Situation beurteilen, Zerwürfnisse dürfen nicht das letzte Wort haben. Sie rufen uns immer ins Gebet. Denn wenn ich der Feind Gottes wäre, würde ich immer versuchen, Dinge durcheinander zu bringen. Wo kommen sie zusammen? In der Gegenwart Gottes. Deshalb, wenn du herausgefordert bist in deinem Umfeld, deinem Team, deiner Leitung, in deiner Gemeinde, in deiner Bewegung, gehe in die Gegenwart Jesu Christi. Der Friede kommt nicht menschlich, der Friede kommt durch seine Herrschaft in unseren Herzen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine kraftvolle kommende Woche.